Vielen Dank, Andrea, für deinen Beitrag und ganz herzlichen Dank auch für deine Arbeit über die Jahre innerhalb der SPD. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit leisten, und wir alle sollten dir dafür dankbar sein. Ja, also unsere Zählung ist beendet. Wir haben uns darauf geeinigt, alle Zähler sind einzeln durchgegangen und haben exakt gezählt. Wir sind uns einig, dass es 2500 Menschen sind. Das sind wie in den anderen Städten auch mehr als im letzten Jahr. Vielen Dank nochmal an euch, dass ihr hier seid. Ja, nun kommen wir sozusagen zur letzten Rednerin und vielleicht auch zum Highlight. Sie ist am weitesten gereist aus der USA, aus New York, hier nach Frankfurt. Sie ist seit einigen Tagen schon auf Tour sozusagen. Wir hatten schon eine Veranstaltung letzte Woche mit ihr. Es war ein sehr spannender Austausch, wo auch Kolleginnen und Aktivistinnen vom Frankfurter Women's-Marsch dabei waren. Die sind auch heute hier. In diesem Sinne herzliche Grüße. Ja, ich spreche natürlich von Cassady Fendlay, die Mitorganisatorin des Women's March in Washington am 21. Januar diesen Jahres, wo an die 1 Million Menschen auf die Straße gegangen sind für eine gute Politik gegen die rückwärtsgewandte Politik von Trump. Gleichzeitig sind weltweit Menschen, vor allem Frauen, auf die Straße gegangen. Die Zahl, die so im Raum steht, sind 5 Millionen Menschen. Ich finde es ganz toll, dass Cassady sich die Zeit genommen hat, heute hier zu uns auch zu sprechen, im Sinne der internationalen Bewegung. Cassady, you're very welcome to be here. I'm very happy that you are here. And definitely, last but not least, sorry for you have you waiting. Please be welcomed. Thank you, Frankfurt, for welcoming me here today. When we started the Easter Peace March, I asked a question: what does peace mean? Am Beginn des Ostermarsches am Freitag habe ich gefragt, was meint eigentlich Frieden? Peace is not the absence of conflict. Peace is not avoiding conflict. Peace is what we do with conflict. Frieden heißt nicht die Abwesenheit von Konflikten. Frieden heißt nicht das Vermeiden von Konflikten, sondern Frieden ist die Frage, wie wir mit Konflikten umgehen. To create a world of peace, we must get better at conflict. We must get comfortable with conflict. Dr. Martin Luther King said, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Wir müssen besser werden im Umgang mit Konflikten. Martin Luther King hat gesagt, wenn du in einer ungerechten Situation bist, dann musst du handeln. We must confront the attitudes that cause violence. Racism, sexism, homophobia, anti-Semitism, Islamophobia. People say it's our freedom of speech. But when your speech creates a more violent world, then you must be accountable. Wir müssen die Haltungen angreifen, die Gewalt hervorrufen. Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und Islamphobie. Die das als Freiheit der Sprache bezeichnen, sie schaffen erst eine immer gewalttätigere Welt. Unfortunately, we're seeing an increase in that violence in the United States right now. And that's why we organized the Women's March. That's why we all need to get better at agitating for peace. Wir sehen die Zunahme der Gewalt in den USA. Und deswegen haben wir den Frauenmarsch auf Washington organisiert.
It may sound like a contradiction to agitate for peace, but we have a tradition of peaceful demonstration and nonviolent direct action. Es erscheint auf den ersten Blick als ein Widerspruch, für Frieden zu agitieren. Aber wir haben eine gute Tradition von gewaltfreiem Widerstand. Just as civil rights activists sat down at lunch counters until they were pulled away and beaten, just as today, Native Americans in Standing Rock chained themselves to machinery to protect our water, and on International Women's Day, we also sat down in the streets and were arrested peacefully. Ziviler Widerstand für besseres Klima, für bessere Arbeit oder auch für die Frauenrechte. Wir setzen uns auf die Straße, aber wir werden dafür auch gefangen genommen. Peace doesn't mean staying comfortable. It doesn't mean staying home and wishing for a more peaceful world. Nonviolent direct action shows the brutality of oppression. It surprises and awakens the moral conscience of people. Frieden heißt nicht, es sich gemütlich zu machen. Frieden heißt aufzustehen. Wir müssen uns dafür stark machen, uns in den Widerstand zu begeben. So I encourage all of you to get comfortable with standing up. I close with the words of Carmen Perez from the Women's March on Washington. If they won't let us dream, we won't let them sleep. Wir müssen lernen, unbequem zu sein. Eine der Organisatorinnen des Frauenmarschs aus Washington hat gesagt, wenn ihr uns nicht träumen lasst, lassen wir euch nicht schlafen.